Cabrina hat sein Wing-Programm neu gedacht und hat das Ganze um ein Modell Vision erweitert. Ein Leichtwind-Wing mit einer wohldimensionierten Frontschlaufe, mit der sich der Wing gut führen lässt, und zwei sehr gut dimensionierten Griffen. Der vordere hier ist etwas länger gezogen, der Griff für die hintere Hand ein wenig kürzer. Beide sind so positioniert, dass sie wirklich genau im Druckpunkt liegen. Wir haben in der Höhe einen Verstellmechanismus, der bei der Erstmontage gewählt wird. Wie hier zu sehen, ist hier auf eine sehr enge Position geachtet worden. Man kann das Ganze aber auch mit kleinen Distanzstücken insgesamt erhöhen, sodass der Griff dann etwas weiter weg von der Fronttube liegt. Je nachdem, ob man mit Handschuhen im Winter fährt oder ohne, kann man das ein oder andere wählen, je nachdem, wie es einem angenehm ist. Wir haben sehr große Fenster, die sind von der Positionierung so gewählt, ein wenig nach Lee erkennen kann, je nachdem, wie der Wing positioniert ist. B- und Entlüftung erfolgt über ein standardmäßiges großes Ein- und Auslassventil und wir haben absolut gerade gehaltene One-Pump-Schläuche für bestmögliche B- und Entlüftung. Auch hier kommt in den Struts, in der Fronttube und in der Querstrut, ein härteres Dacron-Material, welches rechteckig mit Polyesterfäden verstärkt ist. Und auch beim Verschluss der Fronttube hat man auf bestmögliche Steifigkeit geachtet. Hier wird das Ganze halt mit einer Kedernaht verschlossen und dann doppelt vernäht. Und damit das Center dieses Wings möglichst steif ausfällt, hat man im mittleren Teil nochmal zusätzliche Verstärkungen angebracht und vernäht. Die notwendigsten Aufschlag- und Scheuerstellen sind mit gummiertem Gewebe verstärkt. Als Flugtuch verwendet Cabrina hier ein Double Ripstop Material mit einem sehr eng gehaltenen Gitter der dickeren Polyesterfäden, die hier einen Großteil der Diagonaldehnung mit aufnehmen müssen. Zusätzliche Kunststoff-Patches an der Abrisskante, die gedoppelt ist, sorgen für noch etwas weniger Flattern der Hinterkante. Das Infill-Panel befindet sich hier in der Mitte. Man sieht auch sehr schön, wir haben ein insgesamt tieferes Profil. Vorne und hinten ist das Infill-Panel geöffnet. Des Weiteren fällt die positiv gewölbte Mittelstrut auf. In puncto Tuchstraffung ist das Ganze hier 1A ausgeführt und die Mittelstrut ist mit einer Doppelzickzacknaht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite geklebt und vernäht. Und schauen wir auf den mittleren Profilbereich, so erkennen wir, dass es hier nur ein ganz leichtes V gibt. Das zieht sich auch über den gesamten Wing. Nur im hinteren Bereich des Profils haben wir eine ganz leichte Wölbung der Trailing Edge. Schon auf dem Weg ins Wasser stellen wir hier einen wirklich extrem positiven Effekt fest. Sprich, dass die Trailing Edge hier bei diesem Wing, besonders in 8 Quadratmeter, überhaupt nicht absinkt. Schon ein winziges, leises Lüftchen reicht aus, damit dieser Wing sich selbst trägt.
Dieser Wing lässt sich leicht beim Starten über den Kopf führen. Er hat hier sehr wenig Widerstand gegen den Wind und er produziert sofortigen Lift, sodass man auch wirklich bei sehr wenig Wind schon schnell und einfach aufstehen kann. Bei den beiden von uns getesteten Wings in 6 und 8 Quadratmeter ist da ein klitzekleiner Unterschied. Beim 8 Quadratmeter ist das Ganze wirklich extrem gut und leicht zu spüren. Beim 6er ist dieser Faktor ebenfalls vorhanden. Allerdings ist er nicht ganz so ausgeprägt wie bei 8 Quadratmeter. In beiden Fällen gibt es allerdings vom Low-End hier kaum einen vergleichbar besseren Wing, der noch früher und effizienter startet. Um ein möglichst effizientes Aufsteigen auf dem Flügel zu erreichen, sind längere Pumpzüge hier sinnvoll und insgesamt ganz wenig mehr horizontal ausgeführt als senkrecht. Wie früh geht das Ganze natürlich dann genau los? Wird die meisten interessieren, gerade bei Leichtwind-Wings. Hier bei einem Fahrergewicht von 85 Kilo, einem 6 Quadratmeter Vision und einem 1500er Flügel. Es ist kein Problem, die 10 Knoten Marke, wenn man aktiv im richtigen Winkel das Ganze pumpt, zu knacken. Nehmen wir wie hier 8 Quadratmeter, 120 Liter und einen 2200 Quadratzentimeter Flügel. So kommen wir hier auf Werte von 7 bis 8 Knoten als absolute Untergrenze bei einem Fahrergewicht mit 90 Kilo. Schauen wir auf die Fahrleistung, das Anwendverhalten. Wir haben hier einen Wing, der in 8 Quadratmeter wirklich wenig Drag gegen den Wind hat. Er hat aber aufgrund seines Profils, was natürlich auf maximale Low-End-Performance ausgerichtet ist, nicht ganz so einen guten Winkel gegen den Wind und erreicht hier gute bis befriedigende Leistung. Bei 6 Quadratmeter konnten wir durchgehend gute Leistungen feststellen. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück zur Balance. Da haben wir festgestellt, dass beim 6er seine eigene Position, die er sich mehr oder minder selber wählt, dazu führt, dass man immer auf der hinteren Hand leicht korrigieren muss, damit unten der Wing nicht im Wasser einsetzt. Das kann man doch nach 1, 2, 3 Schlägen ganz gut kontrollieren. Das Ganze haben wir beim 8er nicht festgestellt, da der automatisch mehr eine leicht horizontale Position von alleine einnimmt und dadurch der Wasserkontakt des Tipps nur durch einen wirklichen Lenkfehler zustande kommt. Gute Fahrleistung und eine exzellente Performance im Low-End sind natürlich das eine. Auf der anderen Seite steht immer das Handling. Gerade bei solchen großen Wings macht das noch Spaß. Hier kann der Vision definitiv besonders auch in 8 Quadratmeter für sich punkten. Aufgrund dieser horizontalen Balance, die er besitzt, bleibt er bei jedem Manöver insgesamt sehr ausgewogen. Ein Absinken der Hinterkante ist kaum wahrzunehmen. Alle Manöver gegen den Wind sind mit wenig Widerstand auszuführen bei beiden Größen und 8 Quadratmeter erscheint hier im Verhältnis wirklich auch sehr handlich. Der 6er ist dabei insgesamt nicht ganz so spektakulär. Wie gesagt, er hat von seiner Positionierung eher ein klein bisschen mehr eine senkrechte Ausrichtung. Das ist völlig normal und auch vergleichbar mit den Mitbewerbern am Markt sehr ähnlich. Dadurch, dass er ein recht hohes Aspektratio hat, muss man natürlich aufpassen, dass man dann mit dem Tipp nicht einstippt. Und dementsprechend braucht man immer die hintere Hand beim Steuern etwas zum Korrigieren. An der Frontschlaufe gelenkt, da verhält sich hier der 6er besonders auch in dieser Größe als sehr angenehm und auch beweglich. Dieses völlig freie Schweben der Trailing Edge, das ist nicht mehr so stark ausgeprägt bei dem 6er. Aber es fühlt sich für diese Größe definitiv
einfach auch sehr modern und ausgewogen an. Die Leistung des Wings beim Führen in der Welle ist ebenfalls gut. Die Tip-to-Tip-Balance ist hier wirklich ausgeprägt und schön ausgewogen. Hier muss man auch nicht wirklich großartig nachkorrigieren. Das feste Fronthandle lässt ein leichtes, wirklich auch präzises Führen des Wings ohne weiteres zu. Und man hat die ganze Sache hier selbst bei 6 Quadratmeter definitiv immer gut unter Kontrolle. Klar, wir haben jetzt hier in den Bildern auch halt leicht auflandige Bedingungen. Da sieht man ein gutes Schweben des Wings, auch die Trailing Edge bleibt lange frei. Wenn man natürlich direkt drauf zufährt, sehr enge Turns fährt, dann muss man halt ein bisschen in der Höhe des Arms nacharbeiten, aber das ist alles noch im vertretbaren Bereich. Für den, der auch bei leichten Windbedingungen mal eine Welle surfen will, ist es hier definitiv auch mit sehr viel Spaß versehen. Fassen wir noch einmal zusammen. Wir haben hier gerade beim Vision in 8 Quadratmeter einen wirklich extrem leistungsstarken Wing, der aufgrund seiner Balanceausrichtung definitiv ein absolut erträgliches Handling besitzt. Also wir fahren selber im Vergleich immer maximal 5 Quadratmeter und trotzdem hat hier der 8 Quadratmeter nicht genervt. Er reicht aus, um wie hier, wir fahren immer bei den Tests in eine Windabdeckung von einer kleinen Insel. Da zieht er halt wirklich oder gleitet er wirklich unglaublich lange und weit durch. Man kommt da wirklich in Bereiche, die auch deutlich nochmal unter den 7, 8 Knoten liegen beim Durchgleiten. Klar, auch immer abhängig, welchen Flügel man verwendet. Und wir haben dabei halt eine Handlichkeit in Manövern, die auch noch Spaß bringt. Man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt einen besonders großen oder schweren Wing in der Hand hätte. 6 Quadratmeter hingegen hat ebenfalls sehr viel Leistung, ist auch vergleichbar wirklich mit den besten Wings am Markt in dieser Größe. Und ist aber auch für die Leute, die jetzt eher etwas pumpfaul sind, also langgezogene Pumpbewegungen machen wollen, eine sehr schöne Alternative gegenüber einem eventuell doch eher Fünfer für den aktiveren Fahrer, der mit einer höheren Frequenz dann ähnliche Leistung im Low-End erreichen kann. Also das Ganze fällt hier einfach nicht ganz so spektakulär aus. Das ist halt so ein Schritt zwischen 5 und 6, wo man immer zwischen aktiv und inaktiv unterscheiden muss. Und für den inaktiven Fahrer ist das Ganze einfach hier auch sehr leistungsstark. Letztendlich 2 Wings in den unterschiedlichen Größen mit einer leichten Differenz, aber gemeinsam haben sie zusammen ein wirklich modernes Feeling und gehören zu 100% auch zu den momentan effizientesten Wings am Markt.